Wenn wir an unser Leben denken, sehen wir es wie eine Geschichte an. Zuerst wurden wir geboren und dann haben wir einige Dinge getan und einige Erinnerungen gemacht und jetzt sind wir hier und arbeiten, studieren oder was auch immer. Aber in Zukunft planen wir, mehr Dinge zu tun, vielleicht um die Welt reisen und genug Geld zu sparen für einen genussvollen Ruhestand. Wir neigen dazu, unser Leben zu betrachten mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende, was irgendwie Sinn ergibt, denn durch das Nachdenken über die Vergangenheit hilft es uns zu verstehen, wo wir jetzt sind, und indem man Hoffnungen und Träume für die Zukunft hat, gibt es etwas, worauf wir uns freuen können. Etwas, wo wir darauf planen können. Und wenn uns unsere jetzige Situation derzeit nicht gefällt, können wir unser Leiden und Frustrationen auf die Hoffnung von einer besseren Zukunft richten. Aber wenn du darüber nachdenkst, wie es sich anfühlt, das Leben tatsächlich so zu leben, fühlt es sich im Alltag ganz anders an. Wir wachen irgendwie auf, die meisten haben keine Lust zur Arbeit zu gehen oder ihre täglichen Aufgaben zu erledigen. Wir kommen erschöpft zurück nach Hause, essen schnell was, gucken Netflix oder was auch immer du tust, bis wir ins Bett gehen. So fühlt sich das Leben für die meisten Menschen an. Es gibt eine Routine, wo man sich haltet, und das Leben ist normalerweise nicht super inspirierend oder überwältigend. Aber ist daran etwas falsch? Ich meine, in den sozialen Medien sehen wir ja, dass alle oft einen wundervollen Stränden Urlaub machen, dass alle die Zeit ihres Lebens verbringen, verrückte Abenteuer erleben, probieren die 100 verschiedenen Kokosnusssorten in Thailand aus und alle heiraten die Person ihrer Träume, machen die schönsten Babys und scheinen immer gut drauf zu sein. Aber deren Leben ist nicht wirklich so. Was du siehst, ist nur das, was sie zeigen möchten. Diese Highlights, die wir ständig in den sozialen Medien sehen oder in den Filmen, die wir uns anschauen, durch den Content, den wir konsumieren, vergleichen wir unser Leben und bilden meistens unbewusst eine Meinung darüber, wie unser Leben eigentlich sein soll. Und durch diese fälschliche Information, die wir aufgenommen haben, denken wir, dass wir auch so viele coole Momente sammeln müssen, um endlich glücklich zu sein. Und so, wenn wir in unserem Alltag nicht solche coole Momente erleben, fühlen wir uns gelangweilt und traurig. Aber diese Vorstellungen, die wir haben, dieses Leben voller Abenteuer, wo immer was Wunderschönes und Spannendes abläuft, so ein Leben gibt es nicht, auch wenn sie es so nach außen zeigen. Das Leben von den Stars, die du verfolgst, hat auch viele Phasen, wo die leiden und sehr viel Stress haben. Vielleicht haben sie Angst, alleine rauszugehen, weil sie nicht überfallen werden möchten. Viele von denen können nachts nicht entspannt schlafen, weil sie durch ihr Reichtum das erste Ziel der Diebe sind. Und eventuell haben sie sehr viele Meetings und wichtige Telefonate, wo auch nicht immer alles super läuft. Hoffe, dir ist jetzt klar, dass die auch sehr viele unterschiedliche Probleme haben, wie alle anderen Menschen auch. Also sagen wir mal, du schläfst um die 8 Stunden, dann bleiben 16 Stunden übrig, wo du wach bist. Die Sache ist, was machst du in diesen 16 Stunden? Bei den meisten ist ihr Leben sehr monoton. Die gehen arbeiten, als ob sie nicht mögen. Viele sitzen täglich stundenlang vom Fernseher oder vom Handy, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Und wenn sie am Wochenende endlich frei haben, besaufen sich, um ihre Sorgen zu vergessen. Deshalb fantasieren wir so viel über die Zukunft. Wir warten immer noch darauf, unser wahres Leben zu leben. Und aus diesem Grund fällt es uns schwer, präsent zu sein. Wenn wir essen, denken wir an die Arbeit. Wenn wir arbeiten, denken wir an den Feierabend. Wenn wir Feierabend haben, lenken wir uns ab. Und wenn wir ins Bett gehen, haben wir noch sehr viele Gedanken über alle möglichen Sachen. Das zeigt uns, dass wir fast nie im Moment und präsent sind. Und das Tragische daran ist, dass wir denken, dass es so normal ist. Es gibt auch eine gute Nachricht. Sein Leben zu verbessern ist gar nicht so schwer, wie du eventuell denkst. Du kannst langsam anfangen, eine neue Gewohnheit aufzubauen, die dein Leben wirklich bereichern wird. Vielleicht gefällt es dir zu malen oder zu singen. Es gibt tausende von unterschiedlichen Hobbys, die interessant sind. Alles, was du tun musst, ist dir ein Hobby auszusuchen, was dich wirklich interessiert. Und vergesse nicht, dass dein Leben heute, jetzt stattfindet. Also warte nicht, um eine Entscheidung zu treffen. Tu es einfach und verlasse endlich deine Komfortzone. Ich weiß, wenn man seine Komfortzone verlässt, ist es etwas unangenehm. Aber nur so wirst du wachsen und glücklicher werden. Also warte nicht und stell dir deinen Ängsten. Und du wirst sehen, dass es gar nicht so schlimm ist, wie du es dir vorstellst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis bald.